Wir, die Firma Diebold, sind ein Familienbetrieb. Uns gibt es seit 1949. Wir haben 2 Standorte bei München und sind spezialisiert in hochwertige Industrielackierungen und Pulverbeschichtungen. Unser Portfolio umfasst 12.000 verschiedene Kundenteile, die aus den Bereichen Bahn, Medizin und Luftfahrt kommen. Übers Jahr lackieren wir 700.000 verschiedene Bauteile. Unser kleinstes Bauteil hat mehrere Millimeter, das größte hat 6 Meter. Das Problem bei unseren Kunden ist meist, dass die kleinen Stückzahlen und die großen zusammenkommen. Bei uns beginnt es ab 1, geht über 50, 100, 1000 und 10.000. Wir haben das Muster für die Messe, danach für die kleinen Serien das Gehäuse und später in großen Stückzahlen das Heizungsgitter. Bei so einem Projekt, wie wir es gehabt haben, aus einer alten Kabine eine neue automatisierte Kabine zu machen, kann man nicht mit Angebot zu vergleichen handeln. Man muss sich eine Firma raussuchen, die das kann. Wir haben uns in der Branche umgehört und haben nachgefragt, wer kann solche Integrationen von Robotern machen. Und da ist ASIS definitiv der richtige Partner. Die Aufgabe war extrem. Wir haben eine Lackierkabine mit 32 Quadratmeter gehabt, die eigentlich für die Handlackierung perfekt war. Aber das umzumodeln war sehr schwierig. Wir brauchten eine Fahrversorgung, eine Roboterzelle und die Teilezubringung. Das alles auf 32 Quadratmeter war fast unmöglich. Die Teile werden mit dem bestehenden Power-Free-System herangebracht. Sie werden umgehängt auf 6 Warnträger und dann quasi dem Roboter zugeführt als Bodenförderer. Die Besonderheit von der Farbversorgung war eigentlich, dass wir die Farbversorgung nicht weit wegbauen konnten, sondern weil wir ja kleine Stückzahlen fahren, brauchten wir wenig Meter am Roboter, beziehungsweise es sollte sehr nah dran sein und dementsprechend haben wir quasi die Farbversorgung als Mittelpunkt von der Kabine gesetzt, was sehr untypisch ist, aber wir konnten dadurch quasi sehr kurze Spülzeiten realisieren und schnelle Farbwechsel. Wir haben Aufträge, die teilweise nur 2 Liter Farbe benötigen und die müssen über den Roboter laufen. Also unser Highlight für das Projekt war einfach, dass wir kleinere Stückzahlen mit dem Roboter lackieren können und da die ganzen Vorteile dem Kunden auch bei kleinen Stückzahlen bringen können. Wir sind extrem effizient, wir können Qualitäten liefern, die wir vorher vielleicht nicht ganz geschafft haben, aber jetzt noch besser geworden sind. Der Vorteil im Roboter ist auch, dass wir diese Einarbeitungszeit der Mitarbeiter nicht unbedingt haben müssen. Wir können die gleichbleibenden Qualitäten auch mit verschiedenem Personal durchführen. Für die Programmierung der Teile verwenden wir das Teachen. Das heißt, die Lackierer von uns gehen rein und programmieren Punkt für Punkt quasi das Programm. Der Lackierer sieht, was er macht und dadurch kann er viel besser programmieren. Für uns war es extrem wichtig, dass wir selber programmieren können, weil wir immer viele verschiedene Bauteile haben und da müssen wir ganz schnell umschmeißen können. Also ein starkes Highlight ist auch die schnelle Reinigung der Farbversorgung. Wir können innerhalb von wenigen Sekunden komplett die Farbe aus dem System spülen. Das Einzige, was noch manuell gereinigt werden muss, ist das Ansaugrohr. Alle Zahnräder und Sonstiges werden komplett automatisch gespült. Als Fazit zu dem ganzen Projekt, es war echt eine Herausforderung, aber für uns hat es sich gelohnt. Wir konnten unsere Kapazitäten verdoppeln, wir haben den Ausschuss verringert und haben uns auch die neue Kompetenz für die Robotik noch ins Haus geholt. Auch als kleines mittelständisches Unternehmen haben wir uns in die Robotik getraut und sind glücklich darüber, dass wir diesen Innovationsschritt gemacht haben.